Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, August 1942. Die Panzermotoren heulen auf. Die ganze Abteilung macht sich bereit. Es geht los, aber wir stoppen schon nach knapp 4 Kilometer Fahrt. Minen. Es sind Pioniere nachgerückt, weil durch die Spähfahrzeuge scheinbar Minensperren entdeckt worden sind. Durch Aussagen der gefangenen Russen wird es bestätigt und es muss erst geräumt werden. Russen aus der Bevölkerungsschicht helfen bei der Suche, da die sicher auch diese Teufelsdinger aus ihrem Land haben wollen. Natürlich haben die auch gesehen, wo die Rote Armee die Panzerminen vergraben hat, und eifrig wird den Pionieren angezeigt, wo genau sie graben sollen. Auch über Funk wird uns mitgeteilt, dass wir jetzt noch einige Stunden warten müssen. Wir fahren an die Seite und sichern den uns zugeteilten Sektor. Bis hier ging alles gut und meine Nervosität ist gewichen. Fahrer, Funker und Ladeschütze sind ja schon mit mir gefahren, der Richtschütze noch nicht. Aber ich beobachte ihn und er scheint zu wissen, was er tut. Wir nutzen die Pause und vertreten uns ein wenig die Beine. Wenig Vegetation hier und mit Tarnung wird es schon mal nichts. Die rote Luftwaffe wird immer aktiver und es gibt hier kaum Jagdschutz. Da ist es schon gut, dass ein paar 2 cm Flachs mit dabei sind. Stunden verrinnen und es ist schon wieder Mittag. Die geräumten Minen werden abseits aufgestapelt und ich gehe rüber zu den Pionieren, um mir die Dinger mal erklären zu lassen. Ein Unteroffizier der Pioniere erklärt sich bereit, mir die Zünder zu zeigen und wie die Minen dann tatsächlich auslösen. Und, viel wichtiger, wie man diese Dinge entschärfen kann. Eher nicht so kompliziert, aber er warnt mich, dass die Russen oftmals auch 2 Minen übereinander verlegen. Also man entschärft die obere, zieht den Zünder heraus, hebt die Mine an und darunter wird eine Mine durch ein Zugdraht ausgelöst. Zack, da sind die Pioniere auch weg. Schweinerei, meint er, aber es kommt mal vor. Endlich ist die Minengasse fertig und wir rollen weiter. Richtung Terek soll es gehen. Ein Fluss hier in Russland, mit dem man viel Geschichte verbindet. Wir wollen weiter und schon kommen die ersten roten Flieger aus den Wolken. 3 von ihnen wollen es wohl wissen und wir sehen zu, dass wir uns auf dem Vormarschweg so verteilen, dass wir kein einfaches Ziel bieten. Die 2 cm geht schon in Position und die Geschosse flitzen in den Himmel. Das haben sich die Russen dann doch anders vorgestellt. Ein kurzer Bordwaffenbeschuss, der aber keinerlei Schaden anrichtet. Dann ziehen die Brüder wieder ab. Einer qualmt, aber scheint doch noch seinen Vogel in Sicherheit zu bekommen. Weiter geht es und schon nach 30 Minuten müssen wir wieder halten. 2 Panzer IV sind heiß gelaufen und auch der Kraftstoff wird wieder knapp. Die Versorgungsfahrzeuge werden nachgezogen und wir ergänzen unseren Kraftstoff. Kurze Lagebesprechung auf freiem Feld. Die Aufklärer werden in Kürze zurückerwartet und dann haben wir ein genaues Bild der Lage. 2 Stunden später geht es weiter. Feindverbände wurden in 12 Kilometer Entfernung gemeldet. In 3 Stoßkeilen geht es in die vorgegebenen Räume an den Feind heran. Wenn möglich, versuchen wir ihn zu umfassen. Es dauert auch nicht lange und wir bekommen Packfeuer aus verdeckten Stellungen. Aber wir greifen mit viel Schwung an und im abgestimmten Angriff aus Feuer und Bewegung haben wir die beiden Packgeschütze schnell ausgeschaltet. Komischerweise fliehen die restlichen Soldaten nicht, sondern halten das Gewehr und MG-Feuer aufrecht. Na, die Burschen müssen wir wohl doch auf kurze Entfernung aus den Stellungen jagen. Mein Richtschütze macht sich gut, ich stimme die Ziele mit ihm ab und er zielt etwas länger als ich, aber dafür ist das Ergebnis aus meiner Sicht gut. Er trifft das, auf was er zielt. Ich weise an, Sprenggranaten zu laden und die letzten Russen anzugehen. Da kommt über Funk der Ruf: Panzerzug! Ein Koloss aus dickem Stahl schiebt sich aus einem Hohlweg heraus und eröffnet das Feuer. Die großen Kaliber jagen über unsere Türme hinweg, da die Rohrstützen scheinbar keinen Richtbereich unter Null erlauben. Gut für uns, schlecht für den folgenden Stab und die Trossfahrzeuge. Nur die kleinen 762er machen uns schnell klar, dass die Russen wissen, was sie tun.
Der erste Panzer wird getroffen und bleibt qualmend liegen. Aber er brennt nicht und ich hoffe, die Besatzung hat Glück. Wir jagen indes eine Granate nach der anderen in die Lok und nun beginnt der Panzerzug auch wieder rückwärts zu rollen. Dann ein Kesseltreffer und der Zug rollt nicht mehr. Wir sind schon auf 100 Meter ran, da scheppert es gewaltig und unser Panzer steht. Mir dröhnt der Kopf und ich erwarte Lagemeldung der Besatze. Funker, Ladeschütze und Richtschütze sind unverletzt und melden sich. Nur Hermann sagt nichts. Kurz darauf hören wir ihn dann doch rufen. Treffer im Seitenvorgelege, Kette ab und Platzwunde am Kopf. Also doch alles gut. Mehr und mehr Geschosse schlagen in den Panzerzug ein, dann wird das Feuer eingestellt. Keine Gegenwehr mehr. Und man sieht nun die Russen laufen. Der Panzerzug wurde aufgegeben und wir haben erstmal Ruhe. Rauchend stehen wir am Panzer und sehen uns die Bescherung an. Da müssen wir auf die Inst warten. Das können wir nicht mehr eben reparieren. Der restliche Angriffsverband zieht weiter vor, nur noch mit 5 Panzern im Stoßkeil. Im Kameradenpanzer haben wir 3 Leichtverwundete und der Panzer 3 hat ordentlich eine verpasst bekommen. Glück für die Besatzung, dass nicht mehr passiert ist. Nun heißt es warten. Ich wäre gern weitergefahren und hätte meinen Panzer an den Feind geführt. Wir sitzen auf dem Turm und ich schaue mir Staubentwicklung unserer Angriffsspitze an. Als der Stab eintrifft, melde ich meine Beschädigung und die Feldinstandsetzung schaut sich den Schaden an. Der Funkwagen ist mitgekommen und ich lehne an dem Aufgang zur Funkbude, um die aktuelle Lage mitzubekommen. In der Ferne hört man wieder Gefechtslärm und ich frage den Funker, was denn los sei. Ein weiterer Panzerzug hat die Angriffsspitze in der Flanke erwischt. Donner noch eins, wo kommen die ganzen Züge her? Ist das ein letztes Aufbäumen in dieser abgelegenen Ecke der Welt? Wir sitzen erstmal hier fest. Gegen Abend ist das Vorgelege ausgebaut und ein Ersatzteil wurde aus dem Werkstattwagen eingebaut. Ich schaue mir den Treffer der 762 an und denke, wenn das Geschoss noch etwas weiter zur Mitte hin getroffen hätte, dann wäre Hermann wohl auch erledigt gewesen. Langsam wird es Abend und wir bleiben beim Stab. Da hier keine Häuser sind, machen wir uns das neben dem Panzer gemütlich, nachdem wir etwas gegessen haben. Wir sitzen zusammen am Feuer und warten ab, was noch passiert. Trossfahrzeuge kommen an und die Flak vom Stabszug wacht über den Himmel. Morgen wird es weitergehen. Ich spreche mit der Besatzung und wir geben unser Erlebtes zum Besten. Hermann hat ordentlich Kopfschmerzen, aber das vergeht und die Wunde am Kopf ist auch schon genäht worden. Ich klopfe dem Richtschützen nochmal anerkennend auf die Schulter und er grinst zufrieden. Ja, eine gute Zusammenarbeit im Panzer ist immer wichtig. Dann kann man alles schaffen. Etwas Wein wird noch organisiert und wir genehmigen uns ein Schlückchen zum Schlafen. Am nächsten Morgen rücken wir aus. Zusammen mit einem Pionierzug und einem Aufklärer, der auch noch Motorenprobleme hatte. Unsere Angriffsgruppe soll ca. 80 Kilometer weit im Südosten stehen und auch schon kurz vor dem Fluss Terek. Wir fahren durch unwegsames Gelände und sehen Spuren unserer Panzer. Auch ausgebrannte Panzerwracks der Russen können wir im Gelände erkennen. Weiter, immer weiter in Richtung Moosdok. Dort soll es dann über den Terek gehen. Wir fahren weiter und treffen bald auf die Nachzügler unserer Angriffsgruppe. Nördlich der Stadt geht es in den Bereitstellungsraum. Diese Stadt ist wohl stark befestigt und wir bekommen noch Verstärkung von der 23. Panzerdivision. Erstmal geraten wir in einen Bombenangriff von 4-motorigen amerikanischen Bombern. Leider haben wir keine Jagdabwehr und bekommen den ganzen Segen ab. Aber irgendwie haben die doch zu spät geworfen und mehr als 2/3 der Bomben fallen in freies Gelände. Glück für uns. Jagdschutz wird angefordert, doch auch die Jagdflieger können nicht überall sein. Kurze Lagebesprechung und wir greifen in einer Zangenbewegung die Außenbezirke der Stadt an. Über den Leninkanal kommen wir gut rüber, aber vor der Stadt bleibt der Angriff im starken Abwehrfeuer der Russen liegen. Wir müssen den Stadtrand dann doch mit der Artillerie sturmreif schießen lassen, um diese Befestigung zu zerstören. Die schweren Koffer fliegen in die Stellung und der VB macht seine Sache gut. Da bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Die Infanteristen kämpfen sich mühsam durch die Ruinen
und wir heben ein MG-Nest nach dem anderen aus. Hart links von uns wird wieder ein Panzerzug gemeldet, der 12 cm Kaliber führt und ordentlich was austeilt, aber mittlerweile wissen die alle, wie man diese Teufelsdinger schnell unschädlich macht, und auch diese Bedrohung ist dann schnell beseitigt. Gegen Abend setzen wir uns langsam in der Stadt fest und der Russe zieht sich kämpfend immer weiter bis zum Terek zurück. Wir kommen gut voran, die Besatzung ist gut eingespielt und der Richtschütze, Fritz heißt er, macht seine Sache gut. Er denkt wie ich und viel muss ich auch nicht mehr sagen. Ziele werden gesucht und schnell bekommt der Gegner zu spüren, dass hier eine gute Besatzung im Panzer sitzt, die ihr Handwerk versteht. Gegen Abend wird es ruhiger und die Kämpfe flauen ab. Noch sind wir nicht durch. Es muss bald über den Fluss gehen.